Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Gestern haben wir noch den tollen Sieg gegen Valencia gefeiert und heute machen sich unsere Jungs schon auf den Weg nach Liverpool, um morgen das wohl schwerste Fußballspiel in der Welt des Fußballs zu absolvieren. Ich würde behaupten, auswärts in Anfield, das ist schon ein Schwierigkeitsgrad 10 von 10. Ja, sind wir gespannt, ob unsere Jungs die tolle Leistung, die sie in den letzten 2 Heimspielen gezeigt haben, auch auswärts auf den Platz bekommen. Wenn das so ist, erwartet uns morgen Abend ein tolles Fußballspiel. Ja, worüber reden wir heute in dem Video? Thema Nummer 1. Wird Arda Güler Teil dieses hoffentlich tollen Fußballabends? Wie sieht die Verletzung des Türken aus? Was ist der letzte Stand aus den spanischen Medien? Ansonsten unterhalten wir uns auch über das Santiago Bernabéu, denn der erwartet uns eine Winterüberraschung. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich auch in diesem Video. Und ansonsten unterhalten wir uns rund um die Aktualität von Real Madrid, unter anderem auch über Endrick, über Real Madrid Castilla etc. pp. Wie ihr hört, es wird ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir, wie ihr es auf diesem Kanal kennt, mit Real Madrid Castilla an, mit der Nachwuchsarbeit von Real Madrid. Und da gibt es wie so oft in den letzten Wochen gute Nachrichten. Real Madrid Castilla hat das 5. Spiel in Folge gewonnen. Gestern mit einem 1:0 Heimsieg gegen Talavera und der Torschütze ist niemand anderes als Sergio Ramos. Na, fast. Natürlich Joan Martinez, aber gib zu, dieses Tor hat schon Lissabon-Vibes. Auch in der, nicht, bei Sergio Ramos war es in der 93. Minute, diesmal war es in der 82. Minute, aber kurz vor Schluss schießt der Innenverteidiger Real Madrid zum Sieg. Das bedeutet, Real Madrid ist in der Tabelle bereits auf den 3. Platz hochgeklettert, nach 5 Siegen am Stück. Das ist in dieser Kategorie in Spanien alles andere als selbstverständlich. Selbst oben beim Tabellenersten seht ihr, in dieser Kategorie kann jede Mannschaft jeden schlagen. Und so eine Kontinuität zu finden, also ich kann nur meinen Hut ziehen vor Álvaro Arbeloa und den Jungs, die machen eine tolle Arbeit. Und das Ganze ohne unseren Stammstürmer Rashad Fetal. Also was diese Leistung noch einmal hervorhebt, tolle Arbeit von den Jungs, macht weiter so. Ziel muss es am Ende der Saison sein, da ganz oben zu stehen, weil dann steigst du automatisch auf. Ansonsten Platz 2 bis 5 sind Playoffs, aber die Playoffs in Spanien sind sauhart. Naja, wie dem auch sei, gute Arbeit von unserer Nachwuchsabteilung, gute Arbeit von Real Madrid Castilla. Kommen wir jetzt zu den Seniorenbereich. Was gibt es da Neues? Ich zeige euch die Ergebnisse dieses Wochenendes. Denn nicht nur Real Madrid hat souverän gegen Valencia gewonnen, das Gleiche muss man auch über Atletico Madrid sagen. Die haben ihr Heimspiel auch souverän gegen Sevilla mit 3:0 gewonnen. Ungefährdet, wenn man ehrlich ist. Atletico Madrid scheint langsam in Temperatur zu kommen. Die haben sehr viele Neuzugänge. Also die sind nicht zu unterschätzen. Vor allem, weil die, glaube ich, in den nächsten 6 Spielen 5 Heimspiele haben. Zu Hause sind sie sehr stark. Das haben wir selber leider am eigenen Körper gespürt. Also mit denen ist zu rechnen. Das ist ganz im Gegensatz, also das mit den Heimspielen zu Real Madrid. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, kommen wir erstmal zum nächsten, zum wohl Hauptkonkurrenten, dem FC Barcelona. Der hat gestern Abend 3:1 gegen Elche gewonnen. Das Ergebnis sieht vielleicht ein bisschen klarer aus, als das Spiel war. Barca war zwar die bessere Mannschaft, aber Elche hatte noch einen Pfosten und einen Lattentreffer. Also mit etwas Glück hätte Elche was im Camp Nou, im Mini-Estadi heißt es ja, ergattern können. Trotz alledem, der FC Barcelona erholt sich vom Clasico, bleibt im Titelrennen, inzwischen 5 Punkte hinter Real Madrid. Ihr seht die Tabelle, Real Madrid mit 10 Siegen aus 11 Spielen, 30 Punkte, Barcelona 25, Atletico Madrid 22. Ja, und wie geht es bei Real Madrid heute weiter? Ihr seht den Kalender für den heutigen Tag. Heute um 11:45 startet das Training. Das dürfen die Kameras auch noch ein bisschen aufnehmen. Die erste
Viertelstunde, das seht ihr da. Ab 12 Uhr startet dann das Mannschaftstraining, wo keine Journalisten etc. mehr Zugriff haben. Und das ist explizit von Xabi Alonso so gewünscht. Er wurde in der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Valencia gefragt, stimmt es, dass ihr euer Abschlusstraining nicht in Anfield macht, wie es in der Champions League normalerweise Usus ist? Ja, Xabi Alonso hat wieder die Methoden von einem José Mourinho bei Real Madrid eingeführt. Seine eigene Aussage war, es ist mir lieber, dass uns keine 200 Kameras beobachten. Also hat Xabi Alonso irgendeine Besonderheit in Anfield vor, ist meine Frage. Warum sollte er sonst dieses Abschlusstraining so geheim halten? Bin ich gespannt, was uns morgen Abend erwartet. Ja, und ansonsten habe ich euch gesagt, der Kalender von Atletico Madrid ist ein bisschen anders als der von Real Madrid, denn was meinte ich damit? Morgen ist das Spiel in Anfield der Startschuss für 6 Auswärtsspiele am Stück. Wie ihr sehen könnt, wir spielen in Liverpool, bei Rayo Vallecano, in Elche, bei Olympiacos Piraeus, in Girona und bei Atletico Bilbao. Das nächste Heimspiel im Santiago Bernabéu haben wir im Dezember. Ja, jetzt ist natürlich die Hoffnung von uns, dass wir unsere tolle Leistungen aus den Heimspielen auch auswärts auf den Platz kriegen. Dann mache ich mir wenig Sorgen um Real Madrid. Aber auswärts in der Liga Punkte zu holen, ist nie einfach. Der Monat November kann entscheidend sein für Real Madrid. Wenn wir diese Auswärtsspielserie am Stück gut überstehen und unsere Punkte halten können im Vergleich zu Barcelona und zu Atletico Madrid, vielleicht sogar ausbauen, lasst mich träumen, wäre das ein sehr gutes Zeichen in Richtung spanische Meisterschaft. Ja, und was ihr jetzt an meiner Seite seht, ist das Training von gestern. Das Abschlusstraining findet, wie gesagt, heute um 12 Uhr statt. Die Bilder werde ich euch morgen zeigen, sobald ich die habe. Was ihr seht, ist das Training von gestern. Bei dem Training ist das Klassische, ist das Typische, dass die Jungs trainieren auf dem Platz, die nicht gegen Valencia von Anfang an gespielt haben. Die andere Mannschaft ist im Gym und ja, die machen ein bisschen relaxteres Training, um sich dann auch fit zu halten für das Spiel morgen gegen Liverpool. Ja, und während ihr das Training seht, wollte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen, die ich habe und ich gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentaren lesen würde. Ich habe es extra noch hinzugefügt, weil ich es beim Video vergessen habe. Ich habe gestern gesagt, über die Auswechselspieler gibt es nicht viel zu sagen, weil die Mannschaft schon 2-3 Gänge runtergeschaltet hatte in der zweiten Halbzeit gegen Valencia. Aber ich habe eine Ausnahme vergessen, und zwar die von Endrick. Der Brasilianer durfte endlich sein Debüt in dieser Liga feiern, in dieser Saison unter Xabi Alonso. Und ich finde, der Brasilianer hat das richtig gut gemacht. Vor allem ist er nicht nur der klassische Mittelstürmer, der auf der Bank sitzen muss und zuschauen muss, wie ein Kylian Mbappé Torrekord um Torrekord bricht, aber er könnte sogar als rechter Flügel spielen. Und ich finde sogar, die 2-3 Aktionen, die er hatte, hat er richtig gut gemacht. Wenn man dann sieht, dass ein Franco Mastantuono vielleicht zurzeit nicht in der Form seines Lebens ist mein Gedankengang, könnte ein Endrick nicht hier und da auch mal als rechter Flügel starten. Er wird wahrscheinlich nur ein Zehntel von dem, was ein Franco Mastantuono nach hinten machen. Aber ich glaube, nach vorne ist er ein größerer Gefahrenherd als der Argentinier. Also sollte es kurz vor Ende mal knapp sein, würde ich den Brasilianer gerne auch mal als rechten Flügel sehen. Bin ich gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Ja, und bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, wo ich euch erzähle, wie es Arda Güler geht, habe ich euch gesagt, Real Madrid arbeitet an einem Winterwunderland für uns. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Ein Themenpark im Bernabéu. Das Madrider Stadion öffnet vom 24. bis 31. Dezember seine Pforten und bietet einen familienfreundlichen Raum voller Lichter, Musik und Shows. Jedes Jahr zu Weihnachten verwandeln sich Orte wie das Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi, Disneyland Paris, das Winter Wonderland in London und Santa's Wonderland in Texas in wahre Wundertempel. Dieses Jahr gesellt sich ein unerwarteter Ort zu dieser Liste magischer Reiseziele hinzu, das Santiago Bernabéu Stadion.
Der Madrider Koloss, gewohnt an den Jubel der Fußballtore und die Leidenschaft der Fans, öffnet seine Tore, damit ganze Familien die Magie von Weihnachten inmitten von Lichtern, Musik und Fantasien erleben können. Ein neues Kapitel beginnt, in der Weihnachtszauber im Weiß erstrahlt und die Magie hell im Herzens Madrid leuchtet. Also die nächste schöne Aktion von Real Madrid vom Santiago Bernabéu. Sollte einer von euch noch irgendwelche Pläne haben, was er zwischen Weihnachten und Neujahr machen kann, reist nach Madrid, geht in Santiago Bernabéu und schickt mir, wenn es geht, ganz viele Fotos. Ich selber werde Weihnachten in Deutschland verbringen, kann deshalb da nicht hin. Aber wie ihr hört, das Santiago Bernabéu scheffelt weiter Kohle für den Madridismo, eine gute Nachricht. Übrigens hat in dem gleichen Artikel etwas weiter unten der Architekt des Santiago Bernabéus etwas verraten, was mich genauso interessiert hat wie das Winterwunderland. Lesen wir uns das mal durch. Das größte Problem bleibt jedoch die Absage von Konzerten und Veranstaltungen. Aufgrund des extremen Lärmpegels konnten lediglich Auftritte von Taylor Swift, Manuel Carrasco und Duki stattfinden. Real Madrid hat im Prinzip bereits eine Lösung gefunden. Einen Neustart in 2 Monaten. Ich kann nicht ins Detail erklären, da wir nicht selbst dafür zuständig sind, aber die beste Akustikfirma der Welt, erklärte er. Also das hat der Architekt des Santiago Bernabéus erklärt. Er hat gesagt, in 2 Monaten hat das Santiago Bernabéu eine Lösung für dieses Problem vom Lärmpegel und ab dann können die Konzerte wieder starten. Und wenn der Architekt von Bernabéu sagt, Real Madrid hat dafür die beste Akustikfirma der Welt, dann glaube ich dem da auch. Florentino Perez, in der Welt der Instruktion des Baus ist er selber ein Marktführer und ich glaube, er weiß da schon, welche Firmen gut sind und welche nicht. So wie es aussieht, hat Real Madrid dieses Problem in 2 Monaten nicht mehr. Ja, bin ich gespannt. Lasst bitte in den Kommentaren, wer von euch zu diesem Winterwunderland geht. Würde mich sehr interessieren. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptthema des Thumbnails. Gegen Valencia war sehr viel schöne Zeit. Wir hatten alle viel Spaß mit Real Madrid, aber wir alle hatten auch in der ersten Minute einen Schockmoment. Der Moment, in dem Arda Güler umgeknickt ist. Wie gesagt, ein Spieler, der nicht dafür bekannt ist, oft am Boden zu liegen. Es gibt Spieler, da muss man halt nicht so sehr hinschauen, wenn die mal am Boden liegen, mal wieder. Und es gibt Spieler, wenn die mal am Boden liegen, da stockt es einem den Atem. So ging es mir. Also ich hatte erst den Schreck in den Knochen, weil Arda Güler einer von sehr wenigen Spielern bei Real Madrid ist, die meiner Meinung nach unersetzbar sind. Davon gibt es nicht viele. Der junge Türke ist einer. Xabi Alonso sieht das genauso. Und als das Spiel entschieden war, hat er den jungen Türken so schnell es ging geschont. Hat das was gebracht oder schafft er es nicht nach Anfield? Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Arda Güler perfekt für Anfield. Der türkische Star musste das Spiel gegen Valencia zur Halbzeit wegen einer Knöchelverstauchung verlassen, die sich aber als harmlos herausstellte. Xabi Alonso atmete nach dem souveränen Sieg gegen Valencia erleichtert auf, ebenso wie Arda Güler. Real Madrid, für das die Partie zur Halbzeit praktisch entschieden war, musste nach der ersten Hälfte auf 2 Schlüsselspieler Arda Güler und Aurélien Tchouaméni verzichten. Dies war jedoch Teil des Erholungsplans des Trainerteams vor einem schwierigen Champions-League-Spiel in der kommenden Woche. Im Fall des Türken, der sich kurz nach Spielbeginn vor Schmerzen am Boden krümmte, schrillten kurz die Alarmglocken. Es geschah in einer Situation ohne Fremdeinwirkung. Naja, so ganz stimmt das nicht. Der Spieler von Valencia war ja schon da, wie dem auch sei. In der er unglücklich umknickte und sein rechter Knöchel nach einer unglücklichen Landung auf dem Rasen nachgab. Obwohl der Spieler zunächst weiterspielen konnte und sogar maßgeblich am zweiten Tor beteiligt war, maßgeblich mit einer tollen Flanke, seiner 6. Saisonvorlage für Mbappé, wollte das Trainerteam kein Risiko eingehen und reagierte nach der Halbzeitpause umgehend. Angesichts des bevorstehenden Spiels in Anfield und des engen Spielplans entschied sich Xabi für die vorsichtigste Vorgehensweise.
Eine beruhigende Botschaft vor dem Spiel in Anfield. Aus der Kabine kommt eine beruhigende Botschaft. Perfekt für Anfield. Bestätigten Quellen im Verein. Nachdem die erste Mannschaft nach Real Madrid City zurückgekehrt war, um sich auf ihr 4. Champions League Spiel vorzubereiten. Xabi Alonsos Team absolvierte eine reguläre Trainingseinheit, Regenerationsübungen für die Startelf und intensives Training für den Rest der Mannschaft. Morgen findet Madrids Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Liverpool in Valdebebas statt. Damit kehrt man zu Mourinhos Modell zurück, nicht im Stadion zu trainieren, in dem das Spiel ausgetragen wird. Das ist meine Entscheidung, denn wir müssen uns auf das Spiel vorbereiten und ziehen es vor, dies in unserem Trainingszentrum, in unserem eigenen Bereich zu tun, damit wir nicht von 200 Kameras abgelenkt werden, erklärte der Trainer aus Tolorassa. Also, ihr hört es selber. Arda Güler, Entwarnung von Real Madrid. Er wird in Anfield auflaufen. Er ist für Xabi Alonso unverzichtbar. Und Xabi Alonso hat mit der Vorsichtsmaßnahme das erreicht, was er wollte. Er kann auf den jungen Türken zählen. Ja. Wie es ihm geht etc., das werden wir wahrscheinlich heute alle um 7:45 erfahren oder 7:15 besser gesagt. Da ist die Pressekonferenz von Xabi Alonso vor dem Spiel morgen. Ich werde mir die Pressekonferenz natürlich anschauen und wenn es da Neuigkeiten gibt, seid ihr morgen die Ersten, die es erfahren. Im Laufe des Tages kommt auch irgendwann die Kaderliste und wie ihr hört, Real Madrid gibt die Informationen an die Presse weiter. Es ist mit Arda Güler zu rechnen. Für mich ist das eine riesige Erleichterung. Wie gesagt, meine Meinung kennt ihr. Es gibt wenige Spieler, die unverzichtbar sind. Er ist einer davon. Ja, das war das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch viele neue Informationen gebracht. Wenn ja, seid so nett, lasst ein Like da, kommentiert dieses Video. Hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!